Nein, warte. Sag jetzt nichts. Genau diese eine Sekunde Stille, die verändert alles, wenn du eine Sprache sprichst. Ehrlich. Was? Ich hab doch noch gar kein Wort gesagt, Lena. Doch, fast. Ich habe genau gesehen, wie du Luft geholt hast. Du wolltest sofort antworten. Ja, und? Ist das schlimm? Genau das ist der Punkt, Jonas. Fast alle glauben, schnell antworten heißt klug sein. Und das stimmt einfach nicht. Warte, das musst du mir erklären. Ich dachte immer, wer schnell reagiert, wirkt sicher, wirkt kompetent. Wirkt. Das ist das Wort. Wirkt, nicht ist. Hm. Denk mal an eine Situation. Jemand fragt dich was, im Amt, im Job, und du platzt sofort raus mit einer Antwort. Und 2 Sekunden später denkst du, Mist, warum habe ich das gesagt? Oh ja, das kenne ich. Beim Amt, die Frau fragt und ich rede und am Ende habe ich mich selbst reingeritten. Reingeritten, genau. Also sich selbst Probleme gemacht. Und weißt du warum? Weil die kleine Pause fehlt. Diese eine Sekunde zum Denken. Und die meisten trauen sich diese Sekunde nicht. Nie. Weil sie Angst haben, dumm auszusehen. Vor allem in einer fremden Sprache. Man denkt, die Pause verrät mich. Ah, und dabei ist es genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Die Pause verrät nichts. Die Pause rettet dich. Okay, halt kurz. Bevor wir tiefer gehen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier lernt ihr Deutsch mit echten, lockeren Gesprächen. Hallo zusammen. Willkommen bei Deutsch entspannt. Ich bin Lena, das ist Jonas und heute geht es um genau das. Schnell denken, aber klug sprechen. In einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist. Und wenn dir solche Gespräche beim Deutschlernen helfen, abonnier den Kanal. Dann verpasst du keine Folge und hörst jede Woche echtes, lebendiges Deutsch. Und ein kleiner Tipp noch: Mach unten die Untertitel an, das CC unten im Video. Dann liest du mit und hörst zu, gleichzeitig. Das hilft beim Lernen enorm. Also, zurück zum Thema. Du sagst, die Pause rettet mich. Aber ehrlich, Lena, mitten im Gespräch fühlt sich so eine Pause an wie eine halbe Stunde. Man denkt, alle starren einen an. Fühlt sich so an. In deinem Kopf sind 2 Sekunden wie 2 Minuten. Genau! Aber für die andere Person? 2 Sekunden sind gar nichts. Die merkt das kaum. Die denkt vielleicht sogar, oh, der überlegt, der nimmt mich ernst. Warte, das ist ein guter Punkt. Eine Pause kann sogar respektvoll wirken. Sehr sogar. Stell dir vor, du fragst jemanden was Wichtiges und er antwortet sofort, ohne nachzudenken. Glaubst du ihm? Ehrlich? Nein. Das klingt auswendig gelernt. Wie eine Maschine. Wie eine Maschine, genau. Und ein Mensch, der kurz überlegt, wirkt echt. Wirkt nachdenklich. Okay. Aber jetzt die praktische Frage. Was mache ich in dieser Pause? Ich kann ja nicht einfach stumm dastehen und die Person anstarren. Nein, natürlich nicht. Und genau da kommt der Trick. Die Deutschen haben kleine Wörter, die diese Pause füllen. Ganz normal. Muttersprachler benutzen die ständig. Zum Beispiel, Also, Moment mal. Lass mich kurz überlegen.
Genau solche kleinen Wörter, die geben dir Zeit und trotzdem redest du weiter, ganz ohne Panik. Ach so? Also statt einer stummen Lücke füllst du sie mit einem kleinen Wort. Genau. Und weißt du, was das Schöne ist? Diese Wörter klingen absolut natürlich. Kein Deutscher denkt, der sucht nach Worten. Der denkt gar nichts. Weil er selbst genauso redet. Weil er selbst genauso redet. Hör mal einem Nachrichtensprecher zu. Der ist glatt, perfekt. Aber ein normaler Mensch im Café, der sagt dauernd also und na ja. Stimmt. Und trotzdem versuchen wir Lernenden, perfekt zu klingen. Glatt wie im Lehrbuch. Das ist der Fehler. Wir wollen zu perfekt sein. Und dann frieren wir ein, weil das perfekte Wort nicht kommt. Einfrieren. Ja? Dieses Gefühl, wenn der Kopf plötzlich leer ist. Kennst du das? Und wie? Ich stand mal vor dem Schalter. Die Frau fragt was ganz Einfaches. Und mein Kopf war leer. Komplett leer. Ich wusste nicht mal mehr das Wort für gestern. Wirklich? Für gestern? Für gestern. So ein einfaches Wort. Weg. Und je mehr ich mich anstrengte, desto schlimmer wurde es. Und weißt du, warum? Weil dein Kopf im Panikmodus war. Unter Stress arbeitet das Gehirn anders. Es blockiert. Das klingt fast wie eine Ausrede, aber es fühlt sich echt so an. Es ist keine Ausrede. Das ist wirklich so. Unter Druck denken wir schlechter, nicht besser. Und deshalb ist die kleine Pause so wichtig. Sie nimmt den Druck raus. Oh, okay, jetzt verstehe ich. Die Pause nimmt den Druck raus. Und dann funktioniert der Kopf wieder. Genau. Und hier ist noch was Wichtiges. Du musst nicht den perfekten Satz sagen. Du musst nur verstanden werden. Hm, das ist schwer zu akzeptieren. Man will ja richtig sprechen. Ich weiß. Aber denk mal drüber nach. Wenn ein Tourist zu dir kommt und sagt, Bahnhof, wo bitte? Verstehst du ihn? Klar, sofort. Und denkst du, was für ein schlechtes Deutsch? Nein, ich denke, der will zum Bahnhof. Ich helfe. Fertig. Siehst du, die anderen sind viel netter mit deinen Fehlern, als du selbst es bist. Das ist fast immer so. Ja, weißt du, mit uns selbst sind wir oft am strengsten. Viel strenger als mit allen anderen. Der Allerstrengste. Niemand achtet so auf deine Fehler wie du selbst. Für die anderen bist du einfach ein Mensch, der was sagen will. Okay, aber jetzt will ich es konkret. Sagen wir, ich bin in einem Gespräch. Jemand fragt mich was und ich merke, gleich kommt die Panik. Was mache ich in dem Moment? Gute Frage. Und ja, es gibt tatsächlich einen einfachen Weg. Aber lass mich kurz erklären, warum schnelles Reden überhaupt so eine Falle ist. Dann ergibt der Trick gleich viel mehr Sinn. Ah, du machst es spannend. Ein bisschen, ja. Also, warum ist schnell so gefährlich? Weil schnell und klug zwei ganz verschiedene Dinge sind, die wir dauernd verwechseln. Erklär mal. Schnell heißt die erste Antwort, die im Kopf auftaucht. Und die erste Antwort ist fast nie die beste. Sie ist nur die schnellste. Die naheliegende, die bequeme. Genau. Die kommt automatisch. Ohne Nachdenken.
Und im Alltag reicht das oft. Aber in wichtigen Momenten, da brauchst du die zweite Antwort. Ah, du meinst die zweite Antwort. Die, die nach der Pause kommt, oder? Die nach der Pause. Und die ist meistens ruhiger, klarer, klüger, weil du kurz nachgedacht hast, statt einfach loszureden. Weißt du, was mir dabei auffällt? Das gilt ja nicht nur für eine fremde Sprache. Das gilt für jeden. Absolut. Auch Muttersprachler verheddern sich dauernd, weil sie zu schnell reden. Sie legen einfach los und verlieren dann den Faden. Das Problem haben wirklich alle. Bei uns kommt nur die Fremdsprache noch dazu. Doppelter Druck sozusagen. Ich muss denken und übersetzen und sprechen, alles gleichzeitig. Und genau deshalb ist die Pause für uns noch wertvoller als für einen Muttersprachler. Wir brauchen sie einfach mehr. Das nimmt mir schon ein bisschen den Druck. Zu wissen, dass die Pause erlaubt ist. Sogar klug. Sie ist nicht nur erlaubt, Jonas. Sie ist dein bestes Werkzeug. Und im nächsten Teil zeige ich dir ganz genau, wie du diese Sekunde nutzt, ohne dass es peinlich wird. Also bleib dran. Es wird gleich richtig praktisch. Also pass auf, Jonas. Der erste Trick ist eigentlich lächerlich einfach. Du füllst die Pause nicht mit Schweigen. Du füllst sie mit einem kleinen Satz. Was für ein Satz. Sowas wie, Moment, lass mich kurz überlegen. Oder, gute Frage, warte mal. Der Satz kauft dir ein paar Sekunden. Und er klingt nicht peinlich. Er klingt souverän. Moment, das ist ja fast schon zu simpel. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendeine komplizierte Technik. Das denken alle, aber genau das ist der Punkt. Muttersprachler machen das die ganze Zeit, nur unbewusst. Sie sagen, na ja, also, weißt du, kleine Wörter, die Zeit schenken. Füllwörter. Die wollte ich mir eigentlich immer abgewöhnen. Und da machst du den Fehler. Viele denken, Füllwörter sind schlecht, sind sie aber nicht. In Maßen sind sie der Klebstoff einer echten Unterhaltung. Sie geben dir und dem anderen Zeit zum Atmen. Echt jetzt? Ich dachte immer, gutes Deutsch heißt keine Füllwörter, sauber, direkt. Das ist Schreibdeutsch, Jonas. In einem Aufsatz, klar. Aber Reden ist etwas völlig anderes. Wer redet wie ein Buch, klingt kalt. Ein bisschen also und naja, macht dich menschlich. Okay, das muss ich erst mal sacken lassen. Ich habe jahrelang gegen diese Wörter gekämpft. Und dabei waren sie die ganze Zeit deine Freunde. Weißt du was? Das erinnert mich an meine Nachbarin, Frau Kowalski. Ganz kurze Geschichte. Aber sie passt perfekt. Erzähl. Sie ist vor vielen Jahren aus Polen gekommen. Und sie hat mir mal etwas gesagt, das ich nie vergessen habe. Über ihre erste Zeit hier. Was denn? Sie sagte, Lena, am Anfang habe ich einfach nur genickt. Zu allem. Chef sagt was, sie nickt. Nachbar fragt was, sie nickt. Weil sie Angst hatte, den Mund aufzumachen. Oh je, das kenne ich. Dieses Nicken, obwohl man kein Wort verstanden hat. Genau. Und einmal hat sie zu allem genickt. Und plötzlich stand sie in der Schlange beim Amt für die völlig falsche Sache. Stundenlang. Für nichts. Stundenlang angestanden für nichts. Autsch. Und weißt du, was der Wendepunkt war? Nicht, dass ihr Deutsch besser wurde, sondern dass sie aufgehört hat, perfekt sein zu wollen.
Sie hat angefangen, einfach zu fragen, wie meinen Sie das? Ein einziger Satz. Ein einziger Satz, der ihr Leben verändert hat. Wie meinen Sie das? Können Sie das langsamer sagen? Ich habe das nicht verstanden. Plötzlich hatte sie die Kontrolle. Das ist eigentlich stark, weil sie damit ja zugibt, dass sie etwas nicht versteht. Und trotzdem wirkt es nicht schwach. Im Gegenteil, wer nachfragt, wirkt interessiert, aufmerksam. Nur wer stumm nickt, wirkt verloren. Das ist der ganze Unterschied. Moment, lass mich das kurz festhalten. Also, nicht schneller werden ist das Ziel, sondern mutiger nachfragen. Ja, und jetzt kommt der Teil, der mich selbst überrascht hat, als ich es gelernt habe. Es geht gar nicht so sehr ums Sprechen. Es geht ums Zuhören. Wie meinst du das? Na, siehst du? Du hast es gerade selbst gemacht. Wie meinst du das? Perfekt. Also, viele Leute, die Angst vorm Reden haben, hören eigentlich schlecht zu, weil sie zu beschäftigt sind. Beschäftigt? Womit denn? Mit ihrer eigenen Antwort. Während der andere noch redet, baust du schon im Kopf deinen Satz. Du übersetzt, du suchst Wörter, du bist im Panikmodus. Und dabei verpasst du die Hälfte. Oh, das. Das mache ich ständig. Ich höre die ersten paar Wörter und dann bin ich schon weg. In meinem Kopf am Basteln. Und dann fragt dich jemand was. Und du hast nur den Anfang gehört. Panik. Weil du gar nicht richtig da warst. Du warst in deiner eigenen Werkstatt. Ertappt. Komplett ertappt. Also der Trick ist, erst wirklich zuhören, dann erst überlegen. Genau. Hör zu Ende. Nimm dir die Pause und dann antworte. Klingt langsam, ist aber viel schneller, weil du nicht dreimal nachfragen musst, was überhaupt gemeint war. Das leuchtet ein. Aber ich muss ehrlich sein, Lena. In der Praxis, wenn der Chef vor mir steht und schnell redet, fliegt die ganze schöne Theorie aus dem Fenster. Klar tut sie das. Stress schaltet das Denken teilweise ab. Das ist ganz normal. Das geht jedem so. Deshalb übt man diese Sätze vorher, bis sie automatisch kommen. Automatisch. Also auswendig lernen? So wie du in einer neuen Stadt zuerst den Weg zur Arbeit lernst. Am Anfang denkst du bei jeder Kreuzung nach. Nach ein paar Wochen läufst du ihn im Schlaf. Sätze sind genauso. Der Vergleich gefällt mir. So ein kleiner Trampelpfad im Kopf. Also ein schmaler Weg, den man sich durchs viele Gehen selbst tritt. Schön gesagt. Genau ein Trampelpfad. Am Anfang musst du dich durchs hohe Gras kämpfen, aber je öfter du denselben Weg gehst, desto glatter wird er. Okay, und welche Sätze genau? Gib mir mal 3 konkrete, die ich mir aufschreiben und im Gespräch sofort benutzen kann. Erstens, Moment, ich überlege kurz. Das sagst du, wenn du Zeit brauchst. Völlig normal. Zweitens, wie meinen Sie das genau? Damit fragst du höflich nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Und drittens, der wichtigste, Der wichtigste, Entschuldigung, ich formuliere das nochmal. Damit rettest du jeden verunglückten Satz. Egal wie sehr du dich verhaspelt hast, dieser Satz gibt dir einen zweiten Versuch. ich formuliere das nochmal. Das ist Gold wert, weil ich mich sonst in einem kaputten Satz verheddere und einfach aufgebe, mittendrin. Und dann steht der Satz halb da und alle sind verwirrt. Nein, du sagst einfach, Moment, nochmal.
und fängst neu an. Kein Mensch nimmt dir das übel. Weißt du, was mich daran am meisten überrascht? Dass keiner dieser Sätze mit besserem Vokabular zu tun hat. Es sind reine Notfallsätze. Weil Sprechen unter Druck kein Vokabelproblem ist, Jonas. Es ist ein Nervenproblem. Du kannst noch so viele Wörter kennen und trotzdem stumm werden, wenn die Panik kommt. Das erklärt so viel. Ich kenne Leute, die haben einen riesigen Wortschatz und trauen sich trotzdem nicht, im Café zu bestellen. Und andere kommen mit ein paar Brocken Deutsch durch halb Deutschland, weil sie einfach mutig sind und lächeln. Kennst du solche Leute auch? Und ob. Mein Onkel, der spricht ein furchtbares Deutsch, wirklich schlimm. Aber alle lieben ihn. Er redet einfach drauf los und lacht über seine eigenen Fehler. Siehst du, das ist das Geheimnis. Er hat keine Angst vorm Fehler. Und deshalb kommt er ins Gespräch. Und wer im Gespräch ist, wird jeden Tag besser. Während ich zu Hause sitze und perfekte Sätze übe, die ich mich dann doch nicht zu sagen traue. Ganz ehrlich? Ich glaube, dein Onkel lernt an so einem lockeren Abend mit Freunden oft mehr, als viele denken. Nicht immer, aber reden bringt einfach unglaublich viel. Das tut ein bisschen weh, aber du hast recht. Ach, und kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr die Wörter mitlesen wollt, macht einfach die Untertitel an. So, aber zurück zu dir, Lena. Guter Hinweis. Lesen und hören gleichzeitig, das bleibt viel besser hängen. Und wenn euch das hier weiterbringt, dann abonniert uns, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst. So, aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, Lena. Du hast vorhin was angedeutet, dass es einen Moment gab, wo du selbst komplett versagt hast. Mit dem Sprechen. Oh je. Ja, die Geschichte erzähle ich nicht gern, aber sie passt so gut. So, und jetzt bist du dran. Trau dich, los! Also gut, ich musste mal einen kurzen Vortrag halten vor einer ganzen Gruppe. Ich hatte alles vorbereitet, jedes Wort. Auswendig gelernt, perfekt. Klingt doch gut vorbereitet. Zu gut. Das war der Fehler. Ich fange an, läuft super und dann vergesse ich ein einziges Wort. Mittendrin. Und weil alles auswendig war, bricht das ganze Gebäude zusammen. Oh nein. Totale Stille. Ich stehe da, lauter Gesichter starren mich an und mein Kopf ist komplett leer. Weiß. Nichts. Ein paar Sekunden, die sich anfühlten wie eine Ewigkeit. Was hast du gemacht? Ich habe das Einzige gemacht, was ging. Ich habe gelacht und gesagt, Entschuldigung, mein Kopf hat gerade Pause gemacht. Ich fange den Gedanken nochmal an. Und? Und die Leute haben mitgelacht. Plötzlich war die Spannung weg. Ich war kein Roboter mehr, der einen Text aufsagt. Ich war ein Mensch. Und der Rest lief viel besser als der Anfang. Krass. Also der Fehler hat den Vortrag gerettet? Der Umgang mit dem Fehler hat ihn gerettet. Genau der Satz, den ich dir vorhin gegeben habe. Ich fange nochmal an. Der hat mich da rausgeholt. Vor all den Leuten. Und die Lektion war, nichts mehr auswendig zu lernen? Die Lektion war, lern die Idee, nicht die Wörter. Wenn du weißt, was du sagen willst, findest du immer irgendwelche Wörter. Aber wenn du nur die Wörter auswendig hast und eins fällt weg, Fällt alles weg, wie beim Kartenhaus.
Genau wie beim Kartenhaus. Eine Karte weg und alles kippt. Deshalb, denk in Bildern, in Ideen, nicht in fertigen Sätzen. Das ist stabiler. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich glaube, ich mache genau diesen Fehler. Ich baue mir vorher den perfekten Satz. Und wenn er nicht kommt, bin ich verloren. Und die Ironie ist, der perfekte Satz kommt sowieso fast nie so raus, wie du ihn geplant hast. Sprechen ist nie sauber. Es ist immer ein bisschen chaotisch. Bei allen. Auch bei Muttersprachlern? Vor allem bei Muttersprachlern. Hör mal genau hin, wenn zwei Deutsche im Bus reden. Halbe Sätze, sie unterbrechen sich, sie verbessern sich, sie springen. Total durcheinander. Stimmt eigentlich. Ich habe immer gedacht, die reden alle so glatt. Aber das ist ein Mythos, oder? Ein riesiger Mythos. Wir vergleichen unser holpriges Sprechen mit ihrem, das wir uns glatt einbilden. Aber ihres ist genauso holprig. Wir hören es nur nicht so kritisch. Okay, dann fasse ich das mal für mich zusammen. Ich muss nicht perfekt reden. Ich muss nur weiter reden. Auch wenn es holpert. Genau das. Und weißt du, was der Trick dahinter ist? Fang einfach an, ohne das Ende schon zu kennen. Der Satz findet seinen Weg, während du sprichst. Das ist eigentlich beruhigend. Ich muss den Satz nicht fertig im Kopf haben, bevor ich den Mund aufmache. Nie. Kein Mensch macht das. Wir denken und sprechen gleichzeitig. Das Gehirn baut den Satz, während er schon raus ist. Das ist völlig normal. Und wenn ich mal stecken bleibe, sage ich einfach: Na, wie hieß das noch? Oder warte kurz. Und schon habe ich Zeit gewonnen. Perfekt. Solche kleinen Wörter sind Gold wert. Also, wie sagt man nochmal? Oder, Moment, das klingt nicht dumm. Das klingt menschlich. Ich glaube, das nehme ich mir wirklich mit. Weniger im Kopf bauen, mehr einfach loslassen. Und sei nicht so hart zu dir selbst. Mit dir solltest du genauso freundlich reden wie mit einem guten Freund. Wirklich. Schön gesagt. Weißt du was? Ich merke, ich rede gerade selbst viel lockerer als am Anfang. Siehst du? Genau das passiert, wenn du den Druck rausnimmst. Es fließt einfach. Krass, oder? Wirklich krass. Also, liebe Leute da draußen, traut euch. Redet. Auch mit Fehlern. Vor allem mit Fehlern. Und wenn euch das heute weitergebracht hat, dann abonniert uns. Wir freuen uns riesig über jeden von euch und die nächste Folge wird richtig gut. Ganz genau. Danke, dass ihr bis hierher dabei wart. Es war schön mit euch. Macht's gut, passt auf euch auf und denkt dran. Erst denken, dann sprechen und immer schön locker bleiben. Bis bald. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.